meine Lieben, heute wechsle ich den Zahnriemen, die Wasserpumpe und den Keilrippenriemen beim Golf 6 1,4 Liter Motor. Viel Spaß! Der 1,4 Liter Motor ist bei sehr vielen VAG-Modellen verbaut. Zum Beispiel im Caddy 3, Golf 5, Polo, Skoda, Seat. Am besten, ich mache euch meine Liste in die Beschreibung unten rein. Da könnt ihr dann sehen, bei welchen Fahrzeugen das genauso funktioniert wie bei dem hier. Wann sollte man einen Zahnriemen wechseln? Sowas steht immer im Serviceheft. Da ist angegeben, nach wie vielen Kilometern oder nach wie vielen Jahren der fällig ist. Je nachdem, was zuerst eintritt. Ich wechsle den alle 6 Jahre oder 100.000 Kilometer. Da kann nie was passieren. Und so ein Satz mit Spann- und Umlenkrollen kostet nicht mal 100 Euro. Bei dem Motor braucht man ein paar spezielle Werkzeuge. Das sind diese hier. Ein Arretierwerkzeug für die Nockenwellen. Ein Gegenhalter für die Riemenscheibe. Und eine 21er 12-Kant-Nuss für die Befestigungsschraube der Riemenscheibe. Da passt keine normale 6-Kant-Nuss drauf. Als erstes schraube ich den Verschlussdeckel vom Kühlmittelausgleichsbehälter heraus. Da ich ja die Wasserpumpe mittausche, lasse ich gleich das Kühlwasser ab. Jetzt geht's unten weiter. Da nehme ich den Unterfahrschutz ab. Dafür schraubt man die 8 Schrauben hier mit einem T25 Torx raus. Als nächstes wird das Kühlwasser abgelassen. Dafür drückt man am Kühlwasserschlauch hier die Halteklammer nach oben und zieht dann den Schlauch ab. Da ich ja das Kühlwasser wiederverwenden will, nehme ich einen ganz sauberen Auffangbehälter. Wenn das ganze Kühlwasser draußen ist, den Schlauch wieder drauf machen und die Halteklammer runterdrücken. Nächster Schritt, Rad ab. Und die untere Radhausschale abnehmen. Dafür schraubt man mit einem T25 Torx die 5 Schrauben hier ab. Und hier unten noch die beiden. Als nächstes den Keilrippenriemen abnehmen. Wenn ihr den wiederverwenden wollt, markiert euch die Laufrichtung. Jetzt braucht man einen Absteckdorn, um die Spannrolle zu arretieren. Geht auch mit einem 4er Imbusschlüssel. Nun setzt man hier an die Spannrolle einen 16er Schlüssel oder Knarre an und dreht den Uhrzeigersinn so weit, bis diese beiden Löcher übereinstimmen. Dann kommt der Absteckdorn rein und die Spannrolle ist arretiert. Und immer schön aufpassen, an der Spannrolle herrscht eine sehr hohe Federkraft. So, jetzt kann man den Keilrippenriemen abnehmen, aber merkt euch, wie der drauf war. Als nächsten Schritt löse ich erstmal die 12-Kant-Schraube von der Riemenscheibe mit der 21er 12-Kant-Nuss. Dafür nehme ich den Gegenhalter, der kommt hier so rein und dann mit einem großen Hebel lösen. Wie gesagt, nur lösen, nicht rausschrauben. Jetzt stelle ich noch die Kurbelwelle auf OT. Dafür muss diese Kerbe hier genau auf 0 stehen. Ich zeige es euch auf dem Bild, da sieht man es besser. So, am unteren Pfeil sieht man jetzt unsere Kerbe. Und die muss, wie hier auf dem Bild, genau auf 0 stehen, wo der obere Pfeil ist. Dann ist die Kurbelwelle genau auf OT. Jetzt geht es im Motorraum weiter.
Wenn ihr bei euch so eine Motorabdeckung habt, muss die erstmal ab. Meistens kann man die einfach nach oben abziehen. Als nächstes die obere Zahnriemenverkleidung abnehmen. Dafür löst man hier einen Clip und auf der Seite da unten. Nun kann man die nach oben rausnehmen. Jetzt muss man kontrollieren, ob die beiden Fixierbohrungen in den Nockenwellenrädern genau zueinander stehen. Die müssen eine Linie bilden. Wenn das der Fall ist, kann ich nun mit dem Absteckwerkzeug hier die beiden Nockenwellenräder mit den Passbohrungen im Nockenwellengehäuse fixieren. Noch ein kleiner Hinweis: Stehen die Fixierbohrungen bei euch auf der entgegengesetzten Seite von den Zahnriemenrädern, müsst ihr die Kurbelwelle nochmal um eine ganze Umdrehung weiter drehen. Dann sollte es klappen. Da steckt man das hier durch die Fixierbohrungen durch. Und wenn die beiden Kugeln hier hinten genau fluchten, ist es richtig arretiert. Manchmal stimmt es nicht zu 100% überein und die Stifte gehen nicht in die Passbohrungen hier hinten rein. Dann nimmt man einen 16er Schlüssel und bewegt es minimal hin und her, bis die Stifte reingehen. Als nächsten Schritt nehme ich die Riemenscheibe ab. Zur Sicherheit schraube ich die Schraube wieder rein, damit das Zahnriemenrad in Position bleibt. Jetzt kann man den unteren Zahnriemenschutz abbauen. Dafür schraubt man die Schrauben hier und hier mit der Zehnernuss raus und löst die beiden Klammern hier und hier. So, jetzt mache ich mir hier ein bisschen Platz und ziehe als erstes den Aktivkohlebehälter raus. Schlauch ab. Und zur Seite legen. Der Halter vom Behälter muss auch raus. Da schraubt man die Mutter und die beiden Schrauben hier raus mit einer Zehnernuss. Den Einführstutzen von der Scheibenwaschanlage mit einer Zehnernuss abschrauben und zur Seite legen. Nun noch den Kühlmittelausgleichsbehälter abbauen, Kabelbaum ausklipsen, den Stecker abziehen und die beiden Schrauben mit einem T25 Torx rausschrauben. Den lege ich auch hier zur Seite. Nächster Schritt, Motorlager ausbauen. Aber bevor ich den ausbaue, muss der Motor abgefangen werden. Das kann man von unten mit einem Wagenheber machen oder von hier oben mit einer Motorbrücke. So mache ich das. Die Motorbrücke ist montiert. Das Absteckwerkzeug nehme ich kurz raus, damit man besser an die Schrauben rankommt. Ich fange mit der Schraube hier an. Dafür braucht man eine 13er Nuss. Als nächstes schraube ich die beiden Schrauben mit einer 18er Nuss raus. Und zum Schluss die und die Schraube mit einer 16er Nuss raus.
Jetzt kann man das Motorlager rausnehmen. Als nächstes den Motorhalter vom Zylinderkopf abschrauben. Dafür schraubt man die 4 Schrauben hier, hier, hier und hier raus. Ich mache das mit einer 16er Langnuss. Nächster Schritt, den Haupttriebzahnriemen ausbauen. Dafür löst man die Schraube hier von der Spannrolle mit einer 13er Nuss. Und jetzt kann man mit einem 6er Imbus gegen den Uhrzeigersinn die Spannrolle entspannen. Nun kann man den Zahnriemen abnehmen. Bevor man den Koppeltriebzahnriemen ausbaut, fixiert man wieder die beiden Nockenwellenräder. Jetzt schraubt man die Schraube hier von der Spannrolle mit einer 13er Nuss raus und nimmt die Spannrolle ab. Nun kann man den Zahnriemen auch abnehmen. Als nächstes nehme ich die Umlenkrolle ab. Die schraubt man hier mit einer 15er Nuss raus. Jetzt nehme ich noch die untere Spannrolle ab. Nächster Schritt, die Wasserpumpe ausbauen. Dafür muss man den Zahnriemenschutz hier abbauen. Der ist zusammen mit der Wasserpumpe verschraubt. Wenn ihr einen Motor habt mit dem Kennbuchstaben BCA, ist bei euch so eine Umlenkrolle verbaut. Die sitzt genau auf der oberen Schraube von der Wasserpumpe. Die müsst ihr auch mit einer 16er Nuss ausbauen. Jetzt den Zahnriemenschutz ab. Dafür schraubt man die Schraube hier oben mit einer 10er Nuss raus. Und die beiden Imbusschrauben hier und hier. Für die nimmt man einen 6er Imbus. Nun kann man den Schutz und die Wasserpumpe rausnehmen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, manchmal kommt noch ein ganzer Schwung Wasser mit raus. Bevor man die neue Wasserpumpe einbaut, sollte man die Dichtflächen sauber machen. Jetzt baut man die neue Wasserpumpe mit dem Zahnriemenschutz zusammen ein. Die zweite Schraube ansetzen und die hier oben noch. So, jetzt sind alle Schrauben von der Wasserpumpe und dem Zahnriemenschutz angesetzt. Nun wird die obere Schraube hier mit einem 6er Imbus und 20 Newtonmeter festgezogen und die untere Schraube ebenfalls.
Nun noch die Schraube hier oben mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter festziehen. Für die Leute, die zusätzlich noch diese Umlenkrolle hier haben, die baut ihr jetzt wieder ein und zieht die Schraube hier mit 50 Newtonmeter fest. Nächster Schritt, den kleinen Zahnriemen für den Koppeltrieb auflegen. Wenn ihr den drauf macht, sollte immer mit der Einlassseite begonnen werden. Dann weiter im Uhrzeigersinn über das Auslassnockenwellenrad. Der entspanntere Teil vom Zahnriemen sollte hier unten sein. Nächster Schritt, die Spannrolle hier einbauen. Am besten, ihr dreht die Spannrolle in diese Position, sodass der Sechskant auf die Mitte von diesem Bügel hier zeigt. So kann man die am besten einbauen. Jetzt drückt man mit der Spannrolle den Zahnriemen nach oben, steckt die Schraube rein und schraubt die leicht an. Die Nase von der Grundplatte muss hier in die Bohrung drin sein. Nun wird die Spannrolle gespannt. Das macht man hier mit einem 6er Imbus. Da dreht man gegen den Uhrzeigersinn bis der Zeiger über der Nase der Grundplatte ist. Jetzt zieht man die Klemmschraube mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter fest und hält mit dem Imbusschlüssel gegen. Als nächstes kommt die neue Umlenkrolle rein. Die zieht man mit einer 15er Nuss und 50 Newtonmeter fest. Nun kommt die untere Spannrolle rein. Die dreht man am besten in diese Position. So ist die komplett entspannt. Beim Einbau muss man darauf achten, dass diese Aussparung hier genau auf die Schraube kommt. Jetzt zieht man die Befestigungsschraube nur handfest an. Bevor man den Hauptzahnriemen auflegt, sollte man kontrollieren, ob die Kurbelwelle noch auf OT steht. Das sieht man, wenn der abgeschrägte Zahn mit der Markierung auf der Ölpumpe übereinstimmt. Hier stimmt es ganz genau. Absteckwerkzeug raus. Jetzt kann man den Zahnriemen auflegen. Zuerst auf die Wasserpumpe, über die Spannrolle, Kurbelwelle, Umlenkrolle und Einlass-Nockenwellenrad. Jetzt wird noch die untere Spannrolle hier gespannt. Dafür dreht man mit einem 6er Imbus im Uhrzeigersinn so lange, bis der Zeiger über der Kerbe in der Grundplatte steht. Jetzt zieht man die Schraube mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter fest. Um zu kontrollieren, ob man alles richtig gemacht hat, wird die Kurbelwelle zweimal in Laufrichtung gedreht, bis sie wieder auf OT steht. Kurbelwelle steht auf OT. Jetzt kontrolliere ich noch die Nockenwellen mit dem Absteckwerkzeug. Perfekt, stimmt alles. Jetzt kann alles wieder zusammengebaut werden. Als erstes Motorhalter wieder rein. Die 4 Schrauben werden mit einer 16er Nuss und 50 Newtonmeter festgezogen. Motorlager an Motorhalter wieder ran. Die werden mit einer 18er Nuss und 60 Newtonmeter festgezogen, plus 90 Grad Drehwinkel.
Die beiden Schrauben fürs Motorlager wieder rein. Die werden mit einer 16er Nuss und 40 Newtonmeter festgezogen, plus 90 Grad Drehwinkel. Jetzt noch die hier oben rein. Die wird mit einer 13er Nuss und 20 Newtonmeter festgezogen, plus 90 Grad Drehwinkel. Diese 5 Schrauben sind D-Schrauben und müssen laut VW-Leitfaden immer erneuert werden. Ich habe leider am Samstag beim Vertragshändler keine bekommen. Wahrscheinlich, weil sie die immer erneuern und jetzt gerade keine da hatten. Ich werde diese bei Verfügbarkeit selbstverständlich sofort erneuern. Ist doch klar. Als nächstes die Motorbrücke abbauen. Kühlmittelausgleichsbehälter wieder einbauen. Auf die Arretierung hier achten. Die muss genau hier rein. Die beiden Schrauben wieder rein. Mit einem T25 Torx festziehen. Kabelbaum einklipsen. Stecker drauf. Den Einführstutzen für die Scheinwaschanlage befestigen. Die Schraube mit einer 10er Nuss und 7 Newtonmeter anziehen. Den Halter für den Aktivkohlebehälter wieder rein. Die beiden Schrauben und die Mutter mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter festziehen. Aktivkohlebehälter wieder einhängen. Und den Schlauch einklipsen. Den unteren Zahnriemenschutz wieder rein. Die 3 Schrauben mit einer 10er Nuss und 10 Newtonmeter festziehen. Jetzt noch die beiden Klammern einklipsen. Als nächstes die Riemenscheibe wieder einbauen. Man muss darauf achten, dass diese Fixierbohrung hier genau auf dem Dorn hier sitzt. Schraube rein. Die muss immer neu. Jetzt wird die Schraube mit 150 Newtonmeter angezogen, plus 180 Grad Drehwinkel. Mit dem Gegenhalter gegenhalten. Ich mache das immer so, dass der Gegenhalter gegen den Querlenker drückt. Macht sich viel leichter. Den Keilrippenriemen wieder auflegen. Meiner ist neu. Wenn ihr den alten verwendet, die Laufrichtung beachten.
Jetzt die Spannrolle im Uhrzeigersinn drehen und den Splint rausziehen. Vorsichtig wieder zurückdrehen. Nun ist der Keilrippenriemen gespannt. Die untere Radhausschale wieder einbauen. Unterfahrschutz wieder dran. Rad wieder ran. Die Radbolzen kurz anziehen und später mit 120 Newtonmeter festziehen. Kappe wieder drauf. Die obere Zahnriemenverkleidung einbauen. Die beiden Klammern einklipsen. Das Kühlwasser wieder einfüllen und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt starten wir mal den Motor und schauen, ob alles okay ist. Läuft super! So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.